weil eigentlich am Ende, warum die Seelen inkarnieren, hat ja mit Liebe zu tun. Hier hat jemand eine sehr spannende Frage gestellt, wie du das siehst, wie wir uns, ob es eine Befreiung oder ob es unsere höchste Aufgabe ist, unserer spirituellen Entwicklung, uns aus dem Rad der Wiedergeburt, was in manchen Kulturen Moksha genannt wird, und aus dem Kreislauf des Karma zu befreien. Also, Liebe ist ja das, was Karma auflöst. Also am Ende geht es ja nur um die Liebe. Und die Seelen, die freiwillig immer wieder auf der Erde inkarnieren, weil sie sagen, sie wollen hier was lösen oder was lernen, die können ja das tun. Also für die stimmt das dann in dem Moment, ja. Und es gibt einfach Seelen, die sagen, für ihre seelische Entwicklung müssen sie nicht mehr auf die Erde kommen. Aber das entscheidet halt deine Seele. Also. Aber wenn von dem Rad der Wiedergeburt gesprochen wird, dann klingt das ja immer so, als seien die Menschen in so einem Hamsterrad gefangen. Dann kommt man wieder zur Erde, dann sammelt man wieder Karma an, dann muss man wieder Feinstofflichkeiten, dann muss man wieder kommen, um das angesammelte Karma aufzulösen, dann im nächsten Leben macht man wieder Karma. Also ganz große Teile der Weltbevölkerung leben in diesem Glauben. Also es gibt ja die Ebenen, wo Seelen einfach abgefangen werden und dann irgendwie wieder zurückgestopft werden. Okay, kannst du das noch ein bisschen genauer sagen? Abgefangen? Also die können dann nicht selber entscheiden, will ich jetzt oder will ich jetzt nicht. Da kommt einfach jemand und dann landen die wieder hier. Aber es gibt ja auch Seelen, die freiwillig immer wieder auf die Erde kommen, eben weil sie das Gefühl haben, ich kann ja was lernen, ich will das vom letzten Leben hier auflösen. Und für die Seelen ist das gar nicht negativ. Also für die stimmt das so und die sehen das als was Gutes an. Also, dass das so negativ ist, das sind ja nur die Menschen, die das so einordnen. Also das ist für die Seelen ja auch kein Zwang. Die wollen das dann ja so. Und ja. Und wenn man mit etwas in die geistige Welt kommt, was nicht geheilt ist, dann könnten die das ja auch in der geistigen Welt heilen. Manche Seelen aus irgendwelchen Gründen sagen halt, sie wollen dafür nochmals auf die Erde. Und dann machen die das so. Also es ist nicht also das Karma, dass das irgendwie eine Strafe ist oder ein Zwang oder was Negatives, das kommt ja nur von uns Menschen her. Aus Sicht der Seele ist Karma einfach das, was zu uns zurückkommt. Und wir können selber entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Und die einen Seelen, die sagen, ich kann das nicht hier lösen, ich muss dafür auf die Erde. Und also die meisten Leute, für die ist das ja nur was Negatives, weil die Erde ja schon ein ziemlich schrecklicher Ort ist.
Und dann finden die Vorstellung schlimm, immer wieder kommen zu müssen, weil es ja halt seltsam ist. Aber aus Sicht der Seele ist das zumindest für die Menschen das, was sie sich mal ausgesucht hat. Und dann gibt es die ich weiß nicht, wie man dem sagt, seelisch einfach in dem Bewusstsein sind, dass sie sagen, für ihre Entwicklung müssen sie nicht auf die Erde. Und das hat ja auch vieles mit Liebe zu tun. Weil eigentlich am Ende, warum die Seelen inkarnieren, hat ja mit Liebe zu tun. Also, dass sie irgendeine Form von Liebe lernen wollen. Und wenn eine Seele das aber gelernt hat, dann ist das ja gut. Und wenn jetzt Menschen gehört haben, eben man kann da abgefangen werden oder so, was kann ich tun, damit das nicht geschieht? Was kann ich zu Lebzeiten tun, um zu sagen, hey, aber darauf habe ich echt keine Lust? Was mache ich, um da gut hindurchzukommen? Also was sicher gut ist, wenn man weiß, dass es das überhaupt gibt. Mhm. Und dass man überhaupt weiß, wenn man stirbt, dann existiert man immer noch. Weil ich glaube, für die Menschen, die sterben, aber geglaubt haben, wenn sie sterben, dann hören sie auf zu existieren. Das muss ja irgendwie, ich weiß auch nicht, also ein bisschen seltsam sein, wenn sie da merken, es gibt sie immer noch. Und dann, ja, weil sie einfach keine Vorstellung haben. Ja. Und dass man halt in sich diese Liebe hat und halt zu dieser Liebe geht. Also nicht das Licht, was lichtvoll aussieht, aber eigentlich keine Liebe hat, sondern das wahre Licht, das mit der Liebe. Und es wird ja auch nicht jeder abgefangen. Und ich habe sowieso das Gefühl, dass dieses Abgefangenwerden, dass das früher noch stärker war. Also ich glaube nicht, dass das noch gleich stabil ist heute. Ja, du sagst ja, wird auf der feinstofflichen Ebene ist schon sehr vieles bereinigt. Ja, auf gewissen Ebenen schon. Mhm. Aber davon merken wir halt auf der Erdoberfläche nicht wirklich etwas. Weil sich das ja hier alles auch runterverdichtet. Mhm. Und es gibt ja einen feinstofflichen Krieg und der manifestiert sich ja auch physisch hier. Mhm. Also wenn ich das so zusammenfasse, was du vorhin gesagt hast, auf meine Frage, was kann ich denn tun, damit solche Dinge nicht geschehen? Es gibt nur ein Wort. Ganz, ganz möglichst viel versuchen, in die Liebe zu kommen und zu lieben und Gutes in die Welt zu tragen. Und die Liebe ist ja letztendlich dann auch unser größter Schutz, oder? Die Schwingung der Liebe ist ja das Höchstschwingende überhaupt. Mhm. Na, dann wissen wir, was wir zu tun haben, oder? Der Fragesteller von vorhin fragt noch, ob es so etwas eben wie der Kreislauf, Karma und so auch auf anderen Planeten oder Existenzebenen gibt. Also ich weiß jetzt nicht, wie es dort ist. Meinst du jetzt diese Schlaufe, dass man zurückgestopft wird? Oder meinst du die Seelen, die freiwillig immer wieder kommen? Oder beides? Ja, dieses Gemisch, das, was die Menschen das Rad der Wiedergeburt nennen.
Ja, eben ist jetzt die Frage, was meinen die damit? Meinen die dieses zurückgestopft werden gegen ihren Willen oder das Freiwillige, weil sie hier kommen wollen? Wahrscheinlich eine Kombination aus beidem. Also es gibt schon andere Orte, wo man immer wieder inkarnieren kann, wenn man das will. Das ist ja nicht auf die Erde beschränkt. Es gibt ja auch in der inneren Erde viele, die dort leben und die können ja auch mehrmals inkarnieren. Das ist ja nicht nur einmal und dann nicht mehr. Also du sagst im Klartext, es gibt entweder freiwillige Inkarnationen oder solche, die auf irgendeine Art erzwungen wurde. Und die freiwillige, die ist, weil wir uns selbst sagen, okay, ich habe hier noch was zu tun, oder? Also es gibt auch Leute, die inkarnieren aus anderen Gründen freiwillig. Aber ja, es ist... Okay. Danke.